Wenn es in der Familie ein Problem oder einen Konflikt gibt, dann suchen alle nach Antworten. Und immer mehr Jugendliche und Eltern greifen dabei zur KI, also zur künstlichen Intelligenz, um mit ihr über Gefühle, Probleme oder Unsicherheiten zu sprechen. Und wo liegen hier vielleicht die Chancen und wo gibt es Risiken? Genau darüber möchte ich heute mit Lisa Königs von der FSM, der Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia Dienstanbieter, sprechen. Hallo Inga. Hallo Lisa, schön, dass wir heute bei euch sein dürfen. Es freut mich auch sehr, danke. Ich starte mal gleich mit meiner ersten Frage. Wenn Kinder und Jugendliche heute KI nutzen, wofür tun sie das? KI-Chatbots jetzt ganz explizit, worüber wir ja heute vor allem sprechen, nutzen junge Menschen für so schulische Aufgaben, Hausaufgaben, um sich zu informieren, aber eben auch für private Fragen, für intime Fragen, für Sorgen, Probleme, für die sie zumindest das Gefühl haben, keine Ansprechperson zu haben oder die sie einfach keiner anderen realen Person stellen wollen. Mhm. Du hast es gerade schon angedeutet, dass KI vor allem viel als Gesprächspartner oder sogar als Sorgentröster genutzt wird. Warum ist das gerade für Kinder und für Jugendliche in der Pubertät so attraktiv? Ja, das hat auch verschiedene Seiten, verschiedene Facetten, aber zusammenfassend könnte man sagen, dass KI einfach immer verfügbar ist. So im Gegensatz zu Menschen ist KI immer da, egal wo ich bin, egal wie spät es ist. KI bestärkt mich auch eher in dem, was ich ausdrücke und fühle, widerspricht mir nicht, gibt mir keine Kritik, was ja auch gerade jungen Menschen einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl geben kann, gerade wenn es so um schambehaftete Themen geht. Und was löst das bei Eltern aus? Also welche Sorgen begegnen dir am häufigsten? Gerade Eltern haben ja eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Verantwortung, ihre Kinder auch medial zu begleiten und zu befähigen. Und gerade auch mit KI werden die Sorgen da einfach immer diverser und immer unterschiedlicher. Und zusammenfassend gibt es Sorgen, die in den Bereich Deepfakes, Desinformation gehen. Aber jetzt gerade auch auf dieses bestimmte Thema gibt es die Sorge, dass ihre Kinder etwas an emotionaler, sozialer Kompetenz verlieren und einbüßen durch eventuell übermäßige Nutzung von so KI-Chatbots. Dass gerade dadurch, dass eben Widerspruch, Kritik dort nicht so der vorherrschende Ton ist, in realen Situationen mit Menschen, die ja doch auch konfliktbehaftet sein können, da vielleicht die Situationen nicht gemeistert werden können und genau da einfach viel verloren gehen kann von so sozialer Kompetenz. Ja, du hast es eben schon angedeutet, dass KI den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin viel bestätigt und bestärkt. Und mich würde da interessieren, ist das nicht auch problematisch, vor allem wenn ich jetzt an so Beziehungen im echten Leben denke? Also wie verändern die sich vielleicht dadurch? Eine interessante Frage, auf die es wahrscheinlich jetzt noch keine super konkrete Antwort gibt, weil wir noch keine belastbaren Studien dazu haben, die sich das Ganze mal längerfristig wirklich angucken konnten und strukturiert angucken konnten. Aus dem Bauch heraus würde ich persönlich sagen, oder da anknüpfen, wo ich gerade schon war, und zwar bei diesem Thema Konfliktfähigkeit. Also wenn ich jetzt in Austausch gehe mit einer Freundin und die mir aber widerspricht und vielleicht auch mal sauer auf mich ist, dass ich dann eventuell die Freundschaft eher in Frage stellen könnte, weil ein KI-Chatbot mich ja doch eher bestärkt. Ob das jetzt in der Realität so ist, das weiß ich natürlich nicht, aber so als Gedankenspiel fände ich das total interessant. Und woran können Eltern jetzt erkennen, dass der Umgang problematisch wird? Auch bei KI und problematischer Nutzung lässt sich eine gute Brücke schlagen zu allgemeiner Mediennutzung und Anzeichen für problematische Mediennutzung und Erfahrungen damit. Ein sehr allgemeines Anzeichen kann sein im Alltag von jungen Menschen. Also wenn zum Beispiel Freundschaften weniger Raum einnehmen und an Bedeutung verlieren, wenn Hobbys weniger nachgegangen wird und dafür aber der Medienkonsum oder hier an der Stelle eben KI, die KI-Nutzung immer mehr Raum einnimmt im Leben, dann kann das auf jeden Fall ein Warnsignal sein.
Ein weiteres Warnsignal ist zum Beispiel übermäßige Mediennutzung oder KI-Nutzung. Also wenn gar nichts mehr ohne Medien oder KI in diesem Kontext jetzt funktioniert und nur noch darauf zurückgegriffen wird und vor allem die Reaktion, sagen wir mal, vielleicht aggressiv oder zumindest frustriert, irritiert ist, wenn zum Beispiel kein Zugriff besteht auf Smartphone oder Apps oder KI-Chatbot, dann könnte das ein Signal dafür sein, dass die Nutzung weniger so funktionalen Charakter hat, sondern eher so emotional aufgeladen ist. Ja, und was können Eltern jetzt konkret tun, um ihre Kinder gut zu begleiten? Gibt es da vielleicht verschiedene Regeln oder einen Leitfaden, den du für Familien empfehlen würdest? Ja, ich würde sehr gerne eine klare Liste an Regeln geben, die für alle so passen. Das entspricht leider nicht der Realität, der Möglichkeit. Jede Familie ist so unterschiedlich, hat eigene Bedürfnisse, Erfahrungen, Umstände. Deshalb müssen Familien oder können Familien auch für sich selbst gucken, was für sie funktioniert oder was vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Das ist so die erste Regel quasi, dass es keine Regeln gibt, sondern die halt selbst aufgestellt werden müssen. Und dazu gehört eben auch, mit den Kindern im Austausch zu sein und zu gucken, wofür nutzen die KI gemeinsam zu nutzen, da dann nicht KI so nebenbei laufen zu lassen, sondern so auch wirklich einzubinden in den Familienalltag, um gemeinsam auch auf vielleicht dem neuesten Stand zu sein. Also neuester Stand in dem Sinne, dass man eben weiß, womit die eigenen Kinder eigentlich gerade so interagieren und warum. Und weil eben aber diese begleitete gemeinsame Nutzung natürlich jetzt nicht total realistisch 24/7 durchgeführt werden kann, ist eben diese Schutzkomponente auch so wichtig. Also es gibt Jugendschutzeinstellungen in verschiedenen Apps, auf verschiedenen Plattformen. Es gibt verschiedene KI-Modi auch für Kinder und Jugendliche. Also da mal zu gucken, was man so schützend einstellen kann, das lohnt sich auf jeden Fall auch sehr. Wir haben jetzt ja gerade schon viel über die Risiken gesprochen, die natürlich auch total wichtig sind. Aber ich würde gerne noch mal über das Positive sprechen. Also wo liegen denn jetzt echte Chancen im Umgang mit KI für Familien? Ja, ich freue mich immer sehr, über auch die Chancen zu sprechen. Ich meine, die Sorgen sind sehr berechtigt und sehr divers, aber trotzdem ist KI ja erstmal so für sich kein Teufelswerk, egal in welcher Anwendung man KI dann nutzt oder nicht nutzt. Und KI kann sehr gut genutzt werden, um die gemeinsame Familienzeit neu zu planen, sich neue Ideen, Inspirationen zu holen. Man kann in diesem Zuge auch direkt gutes Prompting üben, also zu überlegen, wie stelle ich eigentlich gute Fragen an so einen KI-Chatbot, welche Fragestellungen sind eher weniger erfolgreich, sich da auszuprobieren zusammen und auch zu gucken, was mache ich eigentlich mit den Ergebnissen. Also nehme ich die einfach so und hoffe, dass es das Event XY am Samstagabend gibt, oder muss ich dann nochmal in die weitere Recherche gehen? So, das finde ich persönlich bietet extrem viele Chancen. Oder man kann gemeinsam Bilder erstellen, bearbeiten, Geschichten erzählen, Videos generieren. Wichtig natürlich in besonders diesem Zusammenhang, aber auch mit KI-Nutzung allgemein, sind natürlich da so die Beachtung von Datenschutzfragen und Urheberrechtsfragen auch. Aber so generell sind das so Bereiche, die sehr viel Spaß machen können. Und jetzt zum Abschluss nochmal. Hast du vielleicht 1 oder 2 konkrete Tipps, die du Eltern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Wichtig ist immer, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben, sich nicht unterkriegen zu lassen von der Flut an neuen Entwicklungen, sondern es auch als gemeinsamen Lern- und Austauschprozess zu betrachten. Und gerade wenn Eltern sich da dann nicht immer auch mit ihren Kindern austauschen wollen oder können, gibt es natürlich auch viele schon bestehende Angebote, die sich ganz explizit an Eltern richten. Und der allerwichtigste Tipp ist, wie gesagt, die Augen offen zu halten, offen zu bleiben, auch sich mit seinen Kindern offen auszutauschen, gerade weil dieser offene Bezug zur Lebensrealität der Kinder auch eine gute Schutzfunktion als solche hat, damit Kinder sich auch an ihre Eltern wenden wollen und das Gefühl haben, das auch zu können und dafür dann eventuell nicht den Chatbot benutzen zu müssen. Das war doch ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Lisa, für dieses inspirierende Interview, für die vielen Impulse, die du gegeben hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für dich und natürlich für deine weitere Arbeit. Vielen Dank.